meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudia von Solat und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir starten heute das nächste Experiment im November und heute soll es sich um Puring-Zellen drehen. Ich werde dir heute 3 Möglichkeiten vorstellen, wie du Zellen schaffen kannst, und am Ende des heutigen Videos werden wir hoffentlich den Testsieger herausfinden. Wir starten direkt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Gut Leute, ihr könnt sehen, ich habe hier einiges vorbereitet. Wir werden heute auf 20 x 20 cm großen Leinwänden arbeiten. Ich habe mich heute für Violett-Rot, Kaminrot und Primary Gelb entschieden. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich schon kleine Becher mit weißer Acrylfarbe vorbereitet. Und um diese soll es sich heute auch drehen. Meine Lieben, ich habe euch versprochen, ich zeige euch heute 3 Varianten, wie ihr zu Hause Zellen schaffen könnt. Ich starte nun mit der ersten Variante. Mein Zellactivator besteht heute nur aus Amsterdam Titanium Weiß und Wasser im Verhältnis 30:70, 30% Farbe, 70% Wasser. Ihr könnt schon ganz gut sehen, das ist sehr flüssig hier. Seid gespannt, wie meine Textur heute abschneiden wird. Ich beginne mit dem Schichten vom ersten Becher. Ich mache das ganz schnell und dann sehen wir uns gleich zur zweiten Variante wieder. Wunderbar, kommen wir nun zur Variante Nummer 2. Für die zweite Mixtur habe ich mich heute für Silikonöl entschieden. Wir werden gemeinsam in unsere weiße Basisfarbe 2 Tropfen Silikonöl beimengen. Und wichtig ist, beim Silikonöl verrührt es wirklich gut in eure Farbe. Je länger ihr rührt, umso kleiner werden eure Zellen, und je weniger stark ihr rührt, umso größer werden eure Zellen im Endergebnis. Auch hier, meine Lieben, werde ich ganz schnell meinen Becher schichten. Ich beginne mit meinem Silikonöl Titanium Weiß. Ihr könnt sehen, zu Variante 1 ist dieses hier viel dicker. Hier ist kein Wasser beigemengt. Wunderbar, auch dieser Becher ist fertig. Bevor wir das Ganze flippen, komme ich natürlich jetzt noch zur Variante Nummer 3. Und ja, meine Lieben, ihr seht ganz richtig, ich habe mich für WD-40 entschieden. Ist natürlich ein untypisches Kunstmaterial, aber es verspricht Wunder, also lassen wir uns überraschen. Auch hier werde ich meiner weißen Farbe 2 Pumpstöße geben. Und das Ganze gut vermengen. Das WD-40 hat einen ganz leichten gelben Schimmer. Wenn ihr allerdings mit diesem Material arbeitet, ist es einfach nur wichtig, dass ihr das Ganze gut einrührt in eure weiße Farbe. Und wie ihr sehen könnt, ist der gelbe Schimmer schon verschwunden. Soweit, so gut. Wir sind bereit zum Schichten des dritten Bechers. Das mache ich jetzt auch ganz schnell. Ich starte mit meinem WD-40 Gemisch und Titanium Weiß. Ich weiß nicht genau, ob ihr das schon erkennen könnt, aber schaut mal, was hier in der roten Farbe schon passiert. Ich bin mega gespannt. Okay, meine Lieben, zur Erinnerung, Position 1 ist nur Amsterdam Titanium Weiß mit Wasser. Position Nummer 2, 2 Tropfen Silikonöl, und Position Nummer 3, WD-40. Wir werden das Ganze jetzt auf unsere Leinwände flippen und dann hoffe ich, seid ihr genauso gespannt wie ich, welche Mixtur überzeugen kann und welche eher nicht so. Also, wir starten mit Amsterdam Titanium Weiß und Wasser. Auf der zweiten Position Silikonöl. Und auf der dritten Position WD-40. Erst einmal bin ich sehr zufrieden mit der Farbkombination, die wir heute gewählt haben. Ich finde, die Farben gehen super schön zusammen. Gebt eure Farbe ein klein bisschen Zeit zu sinken. Wir möchten später auf unserer Leinwand jede einzelne Schicht gerne wiedererkennen.
Okay, meine Lieben, ich bin bereit, wenn ihr seid. Ich ziehe den ersten Becher Amsterdam und Wasser ab. Und wir gucken mal, was sich darunter verbirgt. Der erste Becher ist leer, den stelle ich beiseite und widme mich nun auch schon meiner Silikonölleinwand. Und wir ziehen die in einer kreisenden Bewegung ab. Ihr könnt sehen, es passiert schon etwas. Und auch die WD-40 Leinwand ist bereit. Ich ziehe meinen Becher ab. Und ich finde, man kann jetzt schon gut erkennen, wie unterschiedlich die 3 Leinwände aussehen, wie sie sich verhalten. Okay, meine Lieben, seid ihr bereit, das Ganze auszudehnen? Ich habe mir Handschuhe angezogen und werde nun unsere super schöne Farbkombination über die ganze Leinwand verteilen. Kommen wir nun zur Silikonölleinwand. Auch diese werde ich über die ganze Leinwand dehnen. Ich versuche natürlich eine ähnliche Komposition auf allen 3 Leinwänden zu schaffen. Ihr wisst selber, das ist nicht immer ganz so einfach, aber wir geben selbstverständlich unser Bestes. Auch sehr interessant. Und das gleiche machen wir bei der WD-40 Leinwand. Diese ist sehr weißlastig, habe ich das Gefühl. Aber wir werden natürlich gucken, was sich dahinter verbirgt. Soweit, so gut. Ich finde, das macht schon jede Menge her. Das könnte eine schöne Dreier-Serie werden. Wer von euch da draußen schon einmal mit Silikonöl oder ähnlichen Ölen gearbeitet hat, der weiß, um die volle Kraft der Zellen rauszuholen, brauchen wir ein bisschen Hitze, um das Öl unter den Schichten platzen zu lassen. Ich habe mich heute für die Heatgun entschieden. Ihr könnt es aber genauso gut mit eurem Bunsenbrenner machen. Um ein faires Ergebnis zu schaffen, werde ich nun alle 3 Leinwände erhitzen und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. Ist es der Wahnsinn? Ihr könnt sehen, was die Hitze bewirkt. Ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber das Silikonöl geht wunderschön auf. Okay, meine Lieben, also ich muss sagen, ich bin begeistert. Kommen wir zu Leinwand Nummer 1. Amsterdam Titanium Weiß, 70% Wasser, hat uns wunderschöne große Zellen geschafft. Ich finde, die Farben leuchten, jede einzelne Schicht kommt schön zum Vorschein und es ist ein Farbspektakel, oder? Leinwand Nummer 2. 2 Tropfen Silikonöl. Ich habe ganz handelsübliches Silikonöl benutzt. Das kriegt ihr überall in jedem Bastelzubehör. Ist heute für mich schon etwas sehr Besonderes. Die Zellen kommen toll raus. Wir haben diese schönen Umrandungen, die Laces. Jede einzelne Schicht der Farben kommt zum Vorschein. Ich finde, es ist toll gelungen. Und nun, last but not least, unsere WD-40 Leinwand sieht ganz anders aus als die ersten 2. Auch hier finde ich, haben wir ein ganz besonderes Endergebnis.
Auf der WD-40-Seite sind die Zellen nicht ganz so groß und ausgeprägt wie bei den anderen beiden. Allerdings finde ich es im Endergebnis super interessant. Wir haben ganz viele kleine Zellen. Die weiße Farbe legt sich um die darunter liegende und auch dieses Endergebnis spricht wirklich für sich. Jetzt, meine Lieben, seid natürlich ihr gefragt. Natürlich blende ich euch noch einmal alle 3 getrockneten Ergebnisse ein und nun bin ich gespannt auf eure Meinung. Wer ist für euch der Testsieger? Nummer 1 Amsterdam Wasser, Nummer 2 Silikonöl oder Nummer 3 WD-40? Schreibt's mir unbedingt in die Kommentare. Müsste ich mich heute für einen Testsieger entscheiden, wäre es bei mir die Nummer 2. In meinen anderen Videos arbeite ich ganz oft nur mit Amsterdam und Wasser, um Zellen zu schaffen. Die Zellen mit Amsterdam, Titanium Weiß und Wasser sind lebendig. Sie sprühen vor Farbe. Allerdings muss ich sagen, wenn es rein um die Zellenoptik geht, gewinnt heute bei mir das Silikonöl. Wie siehst du das Ganze? Ich bin auf deine Meinung gespannt. Vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, wenn dir das Video gefallen hat, und über ein kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich, meine Lieben. Es war mir wie immer eine Freude, mit und für euch zu experimentieren, und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben.